In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man eine Birkenstammtorte mit Fondant macht. Die zweite Etage der Hochzeitstorte ist mit 2 süßen Füchsen in einem Birkenwäldchen verziert. Für den oberen Teil des Baumstamms habe ich leicht marmorierten, hellbraunen Fondant ausgerollt. Die Marmorierung entsteht, wenn man die Farben nicht ganz untermischt. Da man die Baumstruktur in den Fondant ritzt, sollte man ihn nicht zu dünn ausrollen. Dann wird der Fondant auf die Torte gelegt und der Rand mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Für die Jahresringe benutze ich das Wayner Modelliertool und male damit ungleichmäßige Kreise ein. Dann male ich noch tiefere Linien von außen nach innen in verschiedenen Längen. Mit brauner Puderfarbe schattiere ich den Rand dunkler und male die Linien etwas nach. Mit grüner Farbe kann man den Baumstamm etwas älter oder moosiger aussehen lassen. Für die Birkenrinde rolle ich einen breiten Streifen Fondant aus und schneide ihn in der Höhe der Torte zurecht. Wenn man den Streifen auf einen Rollstab aufrollt, kann man ihn leichter um die Torte herum abrollen. Den Überschuss schneide ich mit einem Skalpell ab und klebe ihn mit essbarem Kleber fest. Den Rand dünne ich mit meinen Fingern etwas aus, indem ich den Fondant am Rand nach oben ziehe und abreiße. Dadurch entsteht ein ausgefranster Rand, der gut zur Birke passt. Um Astlöcher hinzuzufügen, nehme ich ein Stück Fondant und klebe es auf die Torte. Mit dem Wayner Tool mache ich dann tiefe Linien in das angeklebte Stück und über die Ränder. Für die Struktur der Rinde male ich kurze Linien in den Fondant, die später dunkel angemalt werden. Da bei Birken immer ein Teil der Rinde abblättert, schneide ich mit einem Skalpell schräg in den Fondant und hebe die Teile leicht an, damit sie abstehen. Danach werden die Astlöcher, Linien und abgeblätterten Teile der Rinde mit brauner Farbe bemalt. Mit einem großen Make-up-Pinsel schattiere ich das Weiß mit brauner und grüner Puderfarbe. Ich habe am Ende noch ein Herz mit den Initialen des Brautpaares eingeritzt und ebenfalls braun bemalt und schattiert. Damit der Baumstamm etwas echter aussieht, habe ich braune und grüne Puderfarben mit Wodka gemixt und mit einem breiten Pinsel vorsichtig Streifen auf die Torte gemalt. Das kann man am besten auf einem Stückchen Fondant erst einmal testen. Ich habe eine Seite etwas dunkler und moosiger bemalt und den Pinsel mit einem Teil grün und einem Teil brauner Farbe getränkt, sodass beide Farben gleichzeitig aufgetragen werden. Beim oberen Teil des Baumes habe ich noch die Linien dunkel nachgemalt und schattiert. Für die obere Torte habe ich weißen Fondant ausgerollt und auf die Torte gelegt. Für schärfere Kanten benutze ich 2 Fondantglätter. Um die kleinen Bäumchen zu modellieren, schneide ich Streifen aus einem Stück Fondant aus und schneide Äste hinein. Den Hintergrund des Wäldchens habe ich mit gelben und roten Farben bepudert, damit es aussieht wie ein Sonnenuntergang. Dabei mit den hellen Farben beginnen und nach unten hin dunkler werden. Das könnte man auch airbrushen für gleichmäßigere Übergänge. Die Bäumchen habe ich teilweise braun bepudert, damit sie aussehen, als ob sie im Hintergrund stehen. Mit dem breiten Pinsel habe ich wieder grüne und braune Streifen aufgemalt. Für die kleinen Füchse habe ich rotbraunen Fondant gemixt. Der Körper ist eine Art Dreieck mit einer flach gedrückten oberen Spitze. Der untere Teil sind die Oberschenkel und müssen etwas weiter hervorstehen. Für den Kopf habe ich eine Raute geformt. Mit dem Balltool werden 2 Mulden für die Augen eingedrückt und mit den Fingern nach unten hin flacher gedrückt. So entsteht eine spitze Nase. Für die Augen halbiere ich einen Kreis aus weißem Fondant und klebe ihn schräg auf die Mulden. Die Nase und Ohren sind aus schwarzem Fondant geformt und für die Augenlider habe ich dünne Streifen in U-Form aufgeklebt. In die Ohren kommt noch ein kleines Stück weißer Fondant.
Den Schwanz forme ich mit meinen Händen zu einer Rolle, die am Ende etwas dünner wird. Dann fehlt noch die weiße Spitze, der ich mit dem Veinner-Tool etwas Fellmuster einritze. Die Pfoten sind ebenfalls aus schwarzem Fondant. Für die hinteren Pfoten klebe ich eine längliche Kugel auf. Die Vorderpfoten sind eine lange Rolle aus Fondant. Während die Füchse etwas trocknen, bringe ich die Birkenbäumchen an der Torte an. Da, wo die Füchse später hinkommen, lasse ich eine große Lücke zwischen den Bäumen. Abwechselnd werden helle und dunkle Bäume angeklebt und zum Schluss die Füchse. Dann habe ich noch Blätter mit grüner Farbe aufgetupft. Für hellere oder dunklere Farben kann man mehr oder weniger Wodka mit der Farbe mixen. Damit war das obere Törtchen fertig. Damit der Holztopper auf der Torte nicht so leer aussieht, habe ich noch einen Kranz aus Efeublättern gemacht. Da ich keine Blütenpaste da hatte, habe ich die Blätter aus Modellierschokolade gemacht. Um sie später auf einen Draht stecken zu können, habe ich sie auf diesem Brett ausgerollt. Es hat vorgefertigte Mulden, die die Blätter in der Mitte dicker machen, sodass man den Draht dort reinschieben kann, ohne dass man ihn später sieht. Ich habe die Blätter etwas antrocknen lassen und dann mit Puderfarben schattiert. Mit etwas Floristenband werden dann die einzelnen Blätter versetzt aneinander gedrahtet und am Schluss in Form gebogen. Jetzt fehlte nur noch das Holzschild auf der oberen Torte und ich konnte die beiden zusammensetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar oder Like und subscribe meinen Channel. Das Design habe ich übrigens von Zoe's Fancy Cakes. Die macht richtig gute Tutorial-Videos, also schaut auch mal bei ihr vorbei.